Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update hier aus der Brickworld. Und auch dieses Video beginnt erstmal mit einem Livestream, der tatsächlich heute mal so ungefähr um 20 Uhr stattfinden wird, statt eher recht spät. Kleine Ausnahme und ihr seht den Tripod schon, wir werden heute nochmal in dem Bereich arbeiten, und zwar möchte ich im Bereich der Stadtmauer und im Bereich des Turmes bauen. Denn die Höhle werde ich nochmal ein bisschen innen drin umbauen. Ich habe jetzt einige Steine in verschiedenen Formen und ja, Farben stimmt gar nicht. Alles fast in Tannen gekauft. Es wird auch bald kommen, denn worauf mich viele hingewiesen haben, ja, eine Tropfsteinhöhle ist eher so in Tannenfarbe anstatt in diesem Grau. Und das werden wir auf jeden Fall noch ändern. Also außen wird sie natürlich so grau bleiben. Dann gibt es einen Übergang in den tannenfarbenen Bereich. Und ich glaube, es gibt auch nochmal so einen richtig schönen Farbwechsel hier vorne. Weg von dem grün-grauen hin noch ein bisschen andere Farbe, wo dann innen drin noch ein bisschen Beleuchtung sein wird. Ich habe auch noch ein paar Dark, also Black Trans-Fliesen gekauft, um so ein bisschen Wasser anzudeuten auf dem Boden. Und ich glaube, das wird eine ganz schöne Geschichte. Aber jetzt wird gleich der Livestream starten. Und dann bauen wir hier an der Mauer weiter. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird, wo es hingehen wird. Auf jeden Fall wird der Turm heute wachsen, denke ich. Und wir schauen einfach mal, wohin es gehen wird. Ich hoffe, euch gefällt's. Wer den Stream nicht sehen kann oder möchte, der wird gleich danach wieder eine kleine Zusammenfassung sehen von dem, was im Livestream passiert ist. Und diesmal lohnt sich, glaube ich, die Zusammenfassung des Livestreams tatsächlich deutlich, denn in den 3 Stunden ist einiges passiert. Ihr seht, dass ich hier ein ganzes Stück angefangen habe am großen Wachturm vorne am See sage ich schon, am Fluss zu bauen. Erstmal wird hier ordentlich hochgebaut. Was ich auch im Stream gesagt habe, ist, dass ich nicht alle Steine da habe, um jetzt zum Beispiel die Fensterumrandungen zu bauen. Da fehlen ein paar Steine, habe ich, glaube ich, inzwischen nachbestellt. Was auch passiert ist, dass diese 4er Modified Bricks, die ich nutze, um hier hauptsächlich die Grundstruktur zu bauen, die ja dann eben verkleidet wird, die sind mir auch ausgegangen, aber ich habe tatsächlich gestern Abend noch, oder war es heute Morgen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, habe ich auf jeden Fall nochmal 1000 Stück nachgekauft. Ja, war ein ganz guter Preis, muss ich sagen. Da hat es sich gelohnt, einfach mal 1000 Stück zu kaufen. Und die gehen ja weg wie sonst was, weil die sind ja nicht nur in der Stadtmauer, sondern auch überall im Bahnhof drin oder auch im Untergrund, in den U-Bahn-Gebieten. Überall sind diese Modified Bricks und die 4er sind halt einfach deutlich billiger als die 2er im Verhältnis gesehen, denn 2 2er sind deutlich teurer als ein 4er. Habe ich auch erst irgendwann gemerkt. Und ihr seht jetzt hier gerade, wie der erste neue Stock fertig wird. Ich habe dann noch einen neuen angefangen oben drüber. Wir haben auch im Stream darüber geredet, wie das Ganze so hoch werden soll. Wir haben auch ein bisschen über die Planung gesprochen für den weiteren Verlauf der Altstadt, denn in den neuen Räumlichkeiten wird die Altstadt eine ganz große Erweiterung erfahren. Jetzt nicht unbedingt gleich am Anfang, sondern irgendwann, aber grundsätzlich denke ich, dass die komplette Altstadt möglich ist in den neuen Räumen und dann wird hinter der Altstadt, also die Altstadt wird so ein bisschen bergig nach oben gehen, hinten wird dann der Herrschaftssitz oder wie auch immer man ihn nennen möchte, wir sind noch nicht ganz klar, wie das sein wird. Und dahinter wird es dann relativ steil in ein Tal hinuntergehen und dort hinten wird dann der ländliche Bereich entstehen. Aber zurück zum Eigentlichen, ihr seht hier entsteht eine weitere Etage. Es war auch die Frage, wie hoch wird der Turm noch? Vermutlich kommen da noch 2 Etagen obendrauf, einfach um die Größe und die Imposantheit des Ganzen rechtfertigen zu können. Weil das ist, wie gesagt, einer der Hauptwachtürme, der eben auch über den Fluss schaut und der muss natürlich hoch und imposant sein, einfach um auch nachträglich sozusagen zu zeigen, hier ist die Macht, hier wird geschaut, hier wird nach draußen geachtet und hier seht ihr jetzt nochmal, wie ich dann nochmal alles abgenommen habe, denn ich wollte dann schon mal anfangen, hier den Stadtmauer, die auch hinter dem Turm ist, weiterzubauen. Das heißt, momentan passiert gar nicht so viel, weil ich musste das auf dem Fußboden bauen, weil woanders war es gerade nicht möglich. Und jetzt seht ihr, dass hier so eine kleine Plattform am diesem Element des Turmes ist und das ist dann sozusagen der obere Teil der Stadtmauer. Und dann war noch die Idee, wie wir jetzt hier wollen weiterbauen. Ich habe dann angefangen, so eine rundliche Kurve zu bauen, eine rundliche Treppe besser gesagt, und da vorne noch ein bisschen weiter zu bauen. Und das war eigentlich alles, was im Livestream passiert ist. So, ihr solltet gerade die Zusammenfassung des Livestreams gesehen haben. Hat, glaube ich, ungefähr 3 Minuten gedauert. In der Zusammenfassung waren ja auch fast 3 Stunden. Und ihr seht ja jetzt auch hier nochmal in der Einstellung, dass hier einiges dazugekommen ist. Also der Turm ist ein ganzes Stück nach oben gewachsen. Der war ungefähr auf dieser Höhe. Das heißt, dieser ganze Teil ist dazugekommen. Und hier wurde auch darüber gesprochen und überlegt, wie es hier mit der Mauer weitergeht. Und letztlich ist die Idee, dass wir jetzt hier so weit hochbauen und hier dann den Weg haben, auf dem eben die Leute stehen, also den oberen Teil.
und hier noch die Ruine vielleicht eines anderen Turmes zu haben, damit eben die Bewachung dieses Eingangstores noch irgendwie zu sehen ist. Hier drüben ist der Turm noch gar nicht verkleidet, genauso wenig wie hinten. Auch innen ist noch gar nichts, da gibt es auch ein paar Ideen auf jeden Fall dazu, dank des Streams. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, wie sich hier der ganze Turm entwickelt hat. Und ich würde sagen, ich baue jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter in dem Bereich. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Projekt hier entwickelt. Ja, schauen wir einfach mal. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese gerundete Treppe hier auf dem Modul zu fixieren. Die liegt jetzt tatsächlich hier unten auf Flat Tiles. Und hier oben drauf liegt dann nochmal diese Platte auf. Das ist dann Teil dieses Moduls. Das heißt, die ist hier ein bisschen eingeklemmt, hat ein bisschen Spiel, ist vollkommen okay. Aber damit kommen wir ganz gut die Rundung rum und kommen hier auch auf eine richtige Höhe. Ich werde jetzt die Treppe, glaube ich, noch nicht unbedingt großartig verkleiden. Ich weiß noch nicht genau, weil ich noch auf ein paar andere Steine warte, die noch unterwegs sind. Aber ich bin schon mal ganz froh, wie ich jetzt hier die Rundung mit der Treppe hochbekommen habe. Großes Problem ist jetzt in Anführungsstrichen, das hier mal ein bisschen ordentlicher zu bekommen, weil natürlich diese Rundung jetzt nicht komplett gut zu dieser Rundung passt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Aber ich denke, das macht dann schon mal einen riesen Unterschied, wenn dann das hier nochmal anders ist. Dann seht ihr jetzt, hier ist auch die Tür. Die führt hier unten dann rein. Vielleicht sollten wir die auf der anderen Seite anschlagen lassen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt nach vorne. Das wird auf jeden Fall heute, denke ich, noch verkleidet, einfach um das hübsch aussehen zu lassen. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, wie es wird. Und ich mache jetzt hier auf jeden Fall weiter. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wirklich ein ganzes Stück vorangekommen. Es ist inzwischen auch einiges an Lieferungen gekommen. Auch hier die große Bestellung mit den neuen 1x4er Bricks. Die werden demnächst auf jeden Fall hier noch sehr gut einen Weg reinfinden. Ich werde unter den ganzen Bestellungen, die gekommen sind, auch nochmal ein extra Haul-Video machen. Ist nämlich doch einiges, was zusammengekommen ist. Ansonsten würde ich sagen, schaut mal, hier ist die Mauer jetzt so weit hochgekommen, dass wir hier oben wirklich die Zinnen angefangen haben. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Höhe. Das ist der Weg, auf dem, die Höhe des Weges, naja, Weg ist es nicht unbedingt, eben der Höhe der Mauer, auf denen dann die Leute stehen können oder stehen konnten. Und die Kurve ist meiner Meinung nach auch ganz gut geworden. Ich habe jetzt hier oben noch ein bisschen was Grünes mit reingebaut, bringt einfach nochmal einen Farbklecks rein, hilft mir aber auch ein paar kleine Stellen hier zu kaschieren. Die Tür werde ich auf jeden Fall noch andersrum einbauen, weil das ist einfach ein ungünstiger Anschlag. Wenn die hier rüber geht, kann sie eben komplett aufgehen. Habe ich mir natürlich vorher nicht bedacht, weil ich natürlich auch im Nachhinein überlegt habe, dass hier doch so eine Treppe ganz cool wäre. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es sich hier entwickelt, mit der Stadtmauer und eben auch mit dem Turm. Auch aus der Entfernung sieht es echt schön aus, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wenn da jetzt hier noch der restliche Teil der Mauer kommt, der Turm nach oben wächst und dann, wenn wir umgezogen sind, auch noch die Stadt an sich nach hinten wachsen wird, die Altstadt, wird es eine ganz schöne Angelegenheit. Und Beleuchtung kommt natürlich auch noch. Was ich aber, glaube ich, jetzt in diesem Video noch machen möchte, ist, dass ich hier die Treppe und das so ein bisschen noch fertig fließe, einfach damit es jetzt mal hier einen schönen Abschluss hat. Ja, das mache ich, glaube ich, jetzt auf jeden Fall noch. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Und damit wäre ich auch für heute fertig. Ich habe tatsächlich jetzt hier nochmal den Turm so weit aufgemacht, dass ich die Tür umdrehen konnte. Also ich habe den Anschlag gewechselt. Das heißt, ich mache mal kurz die Figur hier weg. Die Tür geht jetzt hier rum auf. Das heißt, sie geht komplett auf. Ist natürlich deutlich besser als vorher. Ansonsten, wie ihr schon sehen könnt, habe ich hier einen großen Teil des Weges gepflastert. Das heißt, ich musste das hier nochmal komplett auseinanderbauen, was ziemlich kompliziert war, denn ich ja sonst die ganzen Teils nicht unter die Treppenstufen bekommen habe. Aber ich finde, das sieht doch ganz hübsch so aus. Später, wenn man dann hier noch runterschauen kann, dann sieht man ja hier unten den Strand und so weiter. Und hier kommt ja dann noch der Häuserblock, der neue. Wird das auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut aussehen. Ich habe jetzt hier noch Gimli hingestellt, als wir haben ja unser Fantasy-Mittelalterfest hier. Und das ist einfach so eine Art Cosplayer, sage ich jetzt mal. Und hier ist eine Dame, die fotografiert. Übrigens, Fun Fact, das ist die Minifigur, die auch beim Stadtmauer-Diorama dabei sein wird. Und jetzt seht ihr hier auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Ihr seht, dass da zugebaut ist, aber komplett ohne diese Noppen an der Seite. Hier unten ist einfach nur noch offen. Und so sieht tatsächlich die Stadtmauer von hinten aus. Hier ist noch einiges zu tun. Und auf jeden Fall, ich habe es glaube ich schon erwähnt, ich habe jetzt wieder ganz viele von diesen 1x4er bekommen, einen Sack mit 1000 Stück. Dazu gibt es dann noch ein Haul-Video. Und dann kann es hier weiter nach oben gehen. Ich glaube, dass wir tatsächlich noch, ja, ich glaube, wir bauen tatsächlich noch 2 Stockwerke oben drauf. Und dann haben wir, glaube ich, die richtige Höhe für das Ganze. Dann noch Dach und dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus.
Muss natürlich alles noch verkleidet werden. Ich habe auch Elemente für die Fenster. Ich könnte, glaube ich, fast jetzt die Fenster tatsächlich schaffen. Aber ich bin erstmal hier mit dem Aufgang zufrieden. Wir müssen noch schauen, wie wir es hier drüben machen. Aber ich bin mit der Lösung hier eigentlich ganz zufrieden. Es sieht so auf der Seite ganz nett aus. Ebenso sieht es natürlich auch auf der Seite, finde ich, ganz gut aus. Was natürlich sehr vorteilhaft ist, dass man eben durch diese unruhige Struktur der Stadtmauer natürlich die Möglichkeit hat, hier sehr viel zu kaschieren. Allein hier den Übergang mit den Slopes, dass es hier einfach so ein bisschen reingeht, hilft natürlich enorm. Aber dann würde ich sagen, das war es dann für heute. Es ist tatsächlich ganz weit vorangegangen hier in der Stadtmauer. Wir haben zum ersten Mal auch hier hinten mal geschaut, wie wir überhaupt die Stadtmauer pflastern. Denn da hinten ist ja noch gar nichts gepflastert an der Stadtmauer. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Steine nachbestellt, um hier noch ein bisschen weiterarbeiten zu können. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr euch wünscht und so weiter. Was ihr Ideen natürlich wie immer. Und dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank natürlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, tschüss.